wie eine Herzform gemacht. Also man sieht es quasi tatsächlich, ne? Es ist wie so eine Herzform quasi gemacht worden. Kein Scheiß, ne? Er ist geil. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und wir sind im Rahmen unserer Food Challenge, im Rahmen unserer Food Saga in Offenbach und bei keinem geringeren Dönerladen als Ja Medina Group Döner. Der bekannte Jungbullen Steak Döner, wo das Ganze über 100 Kilo am Fleisch gebraten und dementsprechend in einem schönen Döner präsentiert wird. Der bekannte Holle war ja schon hier, hat es als einer der besten Döner in ganz Deutschland klassifiziert. Bin schockiert, unter Schock gerade. Oh, ich hab's am Titel gesehen. Nach über 3 Jahren Mission ist es soweit. Wir haben den besten Döner Deutschlands gefunden. Und da wir ja, wie gesagt, im Rahmen unserer Spendengala, wo wir 9 Pizzen gegessen haben in einer Stunde, 900 € für den guten Zweck gesammelt gegessen haben, dachte ich mir, ey, was gibt's Besseres als an einem schönen Abend, wo es wirklich gar nicht so kalt ist, eine Sporteinheit gerade hinter uns liegt, nochmal bei Ja Medina vorbeizuschauen, um wenigstens das Ganze mal zu testen, wenn man schon hier ist. Ich bin noch gefühlt halb in Sportklamotten, aber dachte mir, wisst ihr was, ich nehme euch mit, willst das Ganze mal testen, auch wenn ihr heute schon genug gegessen habt, aber probieren geht immer und deswegen schauen wir uns mal an, was Ja Medina und möglicherweise, vielleicht, wenn noch ein bisschen Zeit ist, denn es ist schon spät, ein zweiter Spot zu bieten hat, aber jetzt würde ich sagen, wir schauen uns einmal an, was also der Ja Medina Döner für uns heute so zu bieten hat. Habe ich zu viel versprochen? Ich glaube nicht. So sieht das Ganze aus. Und was soll ich euch sagen? Ne? Die haben zwar schon gesagt, ey, warum bist du so spät hier? Ne? Der Spieß ist so klein und es ist nicht so schön. Und ich dachte mir nur so, ey, Leute, ich kann das verstehen, aber seid doch stolz darauf, dass der Spieß zum Abend hinweg ist, nicht noch voll ist. Das wäre doch genau eher umgekehrt schlecht. Und ich sag mal so, die Leute kommen ja auch mal abends hin, wie jetzt die Leute, die noch hier sind. Und es soll ja auch real sein. Und ich weiß, für die Kamera ist immer mal ein bisschen schöner gemacht und so. Ich würde es ja selber machen, wenn ich ein Lokal habe, um immer so gut wie es geht was zu präsentieren, aber es ist auch einfach authentisch so, ne? Nichtsdestotrotz sieht er unnormal geil aus. Ich habe auch gesagt, in Düsseldorf fehlt mir, ich sag mal, mittlerweile die Qualität, weil es da eher auf Quantität ankommt, ne? Aber er sieht so krass aus, auf Holzkohlegrill gemacht, ne? Schöner Steakfleischdöner und ich glaube, hier mal eine andere Qualität, wie wir es sonst vielleicht von Dönerläden kennen. Dazu das Brot richtig kross gebraten, erinnert mich so ein bisschen wie Bakudret, obwohl es nicht so ganz kross ist, wie ich schon fühle. Aber man hat gesagt, ey, Soße ein bisschen nur, aber hier kommt es aufs Fleisch an. Und das ist genau das, was ich will, ne? Wie bei, ich sag mal, einem schönen, richtig geilen Angus Steak Sandwich, wie wir es auch zuletzt am Kalbplatz hatten, ne? Da kommt es eher aufs Fleisch an und so soll es ja eigentlich auch beim Döner sein, aber wir haben trotzdem, ich sag mal, ein bisschen scharf bekommen, ne? Ein bisschen, ich sag mal, Deko hier, Petersilie bzw. Basilikum, doch, nee, müsste Petersilie sein und dann so ein bisschen Cocktailsoße, rote Zwiebeln darüber, ich würde sagen, bevor er zu kalt wird, denn wir sitzen hier noch schön draußen, denn mir ist echt warm nach 9 Pizzen, sage ich euch, aber ich dachte mir, ey, was, das genießen wir jetzt noch mal zusammen. Ich will es einmal probieren hier, wenn ich schon mal in Offenbach bin, so oft bin ich ja auch nicht hier. Rein geht's in den Medina Döner. Kein Scheiß, ne? Er ist geil. Ich habe zwar schon gehört, ne, mit dem einen oder anderen, mit dem ich vorher mal gequatscht habe, der gesagt hat, ey, die sind noch gut, waren früher aber vielleicht mal besser, die haben ein bisschen nachgelassen, ich kannte es von früher halt nicht, aber mir schmeckt es unnormal gut, ne? Also das Fleisch erinnert mich wirklich so an richtig geiles Steakfleisch und ich rede jetzt nicht von einem Steakdöner um die Ecke, wo ich sag mal, selbst beim Steakdöner mittlerweile da am Spießbraten gespart wird, aber Halleluja, ist das ein geiles Fleisch und es schmeckt schon für mich gar nicht mehr wie so der klassische Döner, weil es einfach ein ganz anderer, geilerer Geschmack ist schon fast, ne? Also auch vom Brot hier, es erinnert mich schon eher wie ein Sandwich, aber es ist auch riesig, ne? Vom Sandwich her, ne? Also da kann man jetzt ja nichts verschönern, das ist immer gleich groß, aber er sieht schon nicht nur geil aus, sondern er schmeckt auch wirklich gut. Leute, kein Scheiß, ne? Schaut mal hier, wie es schön dampft, wie schön das Fleisch da drin ist. Also auch mit der Soße, ne? Ich meine, über Soße kann man ja immer mal sagen, mach mal ein bisschen mehr rein, mach mal weniger. Aber es passt perfekt. Für mich passen auch die roten Zwiebeln dann wirklich besser dazu, weil sie halt, ich sag mal, den Geschmack nochmal vom Fleisch intensivieren. Also es ist wirklich ein geiler Döner. Also wenn ihr mal in Offenbach seid, ich war echt froh, ich habe überlegt, noch hier hinzugehen, weil es sehr spät ist, ne? Mittlerweile haben wir es kurz nach 10. Deswegen, aber es hat sich definitiv gelohnt. Den Döner wollte ich unbedingt mal probieren, weil ich ja selbst YouTube gerne schaue von dem einen
ein oder andere Food-Influencer mittlerweile das Ganze ja selber mache und probieren will und testen will und euch auch zeigen, so authentisch und möglich wie es geht. Und das haben wir jetzt hier geschafft. Ich sitze hier in Sportklamotten, gerade vom Sport gekommen, von 9 Pizzen, die wir gegessen haben für 900 Euro. Checkt, wie gesagt, gerne das Video auf unserem Hauptkanal ab. Müsste, glaube ich, erst sogar noch kommen. Aber auch hier der Steakdöner von Medina, der kann was, auch wenn es vielleicht früher besser war, kann ich nicht beurteilen. Für mich schmeckt er gut. Werde ich mir noch das eine oder andere Stück genehmigen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch einen Foodspot schaffen. Wie gesagt, es ist schon spät, aber vielleicht kriegen wir den noch hin. Ich genieße trotzdem noch mal ein Stückchen vom Medina Steakdöner. So Leute, ich glaube, authentischer geht's nicht. Falls wir gerade kleine Tonprobleme hatten, tut mir das leid. Wie gesagt, es ist heute etwas, ich sag mal, authentischer und dementsprechend ein bisschen stressiger. Aber nichtsdestotrotz, nachdem wir gerade, ich sag mal, den besten Döner in Offenbach zumindest getestet haben, sollen wir bei Mama's Boy, übrigens Franchise vom Rapper Nemo, den besten, wie sie sagen, Smashburger Deutschlands hier haben. Ob das der beste Smashburger ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es noch nicht probiert, werden wir gleich. Vielleicht ist es ja der beste, aber zumindest soll es der beste in Offenbach sein. Das testen wir jetzt. War gerade schon mal ganz kurz drin, habe gefragt, ey, habt ihr noch offen? Bin jetzt hier 3 Kilometer wieder hingejoggt, ne, 20 Minuten. Die haben gesagt, ja klar, ne, wir schließen zwar gleich, aber ein Burger heute geht noch über die Theke. Der ist für dich und den kriegen wir jetzt fertig gemacht. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit mehr. Schauen uns das Ganze jetzt an. Wir haben kurz vor 23 Uhr, so lange haben die offen und schauen, ob, ich sag mal, Mama's Boy, der ist auch vor, ich sag mal, noch gar nicht so langer Zeit geöffnet hat, wirklich der beste Smashburger in Deutschland ist oder zumindest Offenbach. Ich würde sagen, wir gehen rein und schauen, dass wir noch einen Burger kriegen und vor allem, ob der auch so geil ist, wie der heißt. Der einzige Vorteil, sage ich euch ganz ehrlich, wenn man um, ich sag mal, wirklich 22:45 Uhr, 23 Uhr hinkommt, es ist nichts los. Ne? Also gerade in Offenbach, selbst in Düsseldorf, wüsste ich jetzt, wäre nichts los mehr. Ich glaube, die meisten Läden schließen sogar vor 23 Uhr bei uns. Also wie gesagt, Medina und jetzt auch hier bis 23 Uhr auf, da gehen auf jeden Fall schon mal Preps gehen raus. Aber wir kommen jetzt hier, ich sag mal, zum krönenden Abschluss vom heutigen Tag. Wir nehmen das Ganze auch als Vlog auf, das könnt ihr später noch schauen. Wir haben jetzt hier den sogenannten Ultra Tiger Style Burger. Oklahoma Style, Double Cheese und Double Tiger Soße. Double Tiger Sauce. Also es ist schon spät, ich habe schon ein bisschen was intus und deswegen würde ich sagen, quatschen wir nicht länger. Das da drin, guck mal sogar, das fällt mir gerade auf, die Zwiebeln, ne, sind wie eine Herzform gemacht. Also man sieht es quasi tatsächlich, ne? Es ist wie so eine Herzform quasi gemacht worden. Es sieht fürs Auge brutal aus. Ne? Also was machen die bitte für Burger? Ich weiß jetzt nicht, also ich habe es ja gerade beim Döner schon erwähnt, hoffe, dass das nicht immer nur für die Kamera ist. Ne? Aber wie gesagt, ich bin unvorbereitet, ohne, ich sag mal, Anmeldung und was weiß ich, jetzt hier hingekommen auf gut Glück und probiere das Ganze und dann war mal so nett. Also das Band fühlt sich schon sehr, sehr weich an, muss ich sagen. Die Soße sieht geil aus und das Fleisch auch. Oh, riecht doch geil, ne? Also ich bin gespannt, probieren wir mal. Also, was mir sofort auffällt, ne, ist natürlich, dass die Soße sehr dominant ist. Hier ist natürlich schön ein bisschen Salat mit dabei. Nimmt für mich so ein bisschen den Geschmack also durch die markante Soße, vom Fleisch, ne, muss ich tatsächlich sagen. Also das Brötchen richtig geil, richtig schön weich. Das untere, also kommt für mich so vom Standard her ein Martinsband dran, obwohl es kein Martinband ist. Jetzt schon, das sehe ich schon. Vom Burger her wie doppelt Beef, karamellisierte Zwiebeln sogar ein bisschen dazu. Aber die Soße könnte tatsächlich meiner Meinung nach ein bisschen weniger sein, weil sie vom Geschmack her das Ganze wirklich übertüncht. Aber vom Burger her schmeckt er schon echt gut und der ist riesig, ne? Ich meine es wirklich ernst, es ist ein richtig, richtig guter Burger. Es ist für mich jetzt nicht der beste in Deutschland, ne? Das muss ich tatsächlich sagen, weil für mich, ich sag mal, da wirklich jetzt der Geschmack zu sehr von den Komponenten übertüncht, die jetzt noch mit drin sind. Vom Salat her, jetzt über auch, ich sag mal, der Soße, ist es für mich wenn ich das jetzt so mit klassischen, für mich aktuell Goldies so der beste vergleiche, kommt da nicht ganz dran. Nichtsdestotrotz ist es ein richtig guter Burger, den würde ich mir definitiv holen, ich sag mal, wenn ich Bock auf einen guten Burger habe. Es ist, wie gesagt, nicht der beste. Wir haben schon sehr, sehr viele, ich sag mal, auf diesem Kanal und auch anderswo getestet. Deutschland oder sogar schon in New York. Für mich bisher da die besten. Checkt das Ganze gerne mal ab. Aber ist trotzdem gut. Wie gesagt, genießen das jetzt noch. Ich sag mal wirklich das letzte Essen für heute, nachdem wir wirklich jetzt ordentlich was drin haben. Und dann ist auch Feierabend für heute. Ja, damit kommen wir auch schon zum Abschluss des Videos. Sorgen an dieser Stelle nochmal, was den Ton wahrscheinlich, ich habe es nur gerade gesehen, als ich jetzt die zweite Aufnahme hier gestartet habe und habe gehört, oh, ich glaube, die Kamera hat sich verstellt, während ich da hingejoggt bin. Wie gesagt, sorry dafür.
passiert einem einfach mal, ne? Gerade ich sag mal, wenn ich alleine unterwegs bin, kein Kameramann oder Großaufnahmen, das Ganze ja relativ spontan ist. Aber trotzdem, sorry an der Stelle. Nichtsdestotrotz, um den Geschmack nochmal hervorzuheben, der Medina Döner bzw. Ja Medina hat mich unnormal umgehauen. Also vom Steakfleisch her richtig geil. Und da war es ja genau, ich sag mal, so ein bisschen andersrum als hier. Da hat das Fleisch so dominiert, wo man ja auch gesagt hat, ein bisschen weniger Soße macht mehr, weil man da mehr vom Fleisch schmeckt. Also für mich ein Döner, den ich in der Art und Weise noch nie probiert habe. Bei Kudret war es ja zuletzt, mit dem wir in Düsseldorf neu getestet haben, das Brot, was mich umgehauen hat. Da war es jetzt tatsächlich das Fleisch. Also habe ich in der Art und Weise noch nie gegessen. Hier, wie gesagt, auch ein super, super Mama Boy Döner. Mamas Boy, Mama Boy Döner. Döner sage ich schon, Burger. Ihr seht, es ist spät. Super Burger. Wie gesagt, hier war es jetzt etwas umgekehrt. Top Fleisch, ne? Top Toppings, die aber meiner Meinung nach, ich sag mal, vom Gesamtgeschmack das Ganze übertüncht haben. Weniger ist da manchmal mehr, ne? Ist ja so ein bisschen wie bei der Trüffelmayo aktuell, ne? Weil es ja sehr geschmacksintensiv ist, wo man ja sagt, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel ist. Aber trotzdem war es eine geile Aufnahme. Es hat mich wirklich gefreut, dass ich diese zwei Foodspots mit euch jetzt hier nochmal probieren konnte. Schreibt mal gerne rein, seid ihr für Burger, seid ihr für Döner? Was würdet ihr jetzt mal hier favorisieren? Ich wollte jetzt definitiv beides mittesten. Nachdem wir jetzt auf unserem Hauptkanal die beste Pizza in Offenbach gemacht haben, natürlich mit 900 € Spenden-Challenge, haben wir jetzt noch den besten Burger und besten Döner geschafft. Das freut mich. Morgen geht es weiter mit Frankfurt. Das heißt, das wird das nächste auf diesem Kanal sein, Big M TV, und natürlich auch die Challenge in Offenbach, die wir mit der Pizza gemacht haben. Also checkt gerne die anderen Kanäle ab, und abschließend wird es in dieser Woche noch den Vlog geben aus Offenbach und Frankfurt. Da nehme ich euch mit, zeige euch das Hotel und alles drum, wie ich Sport mache, wie ich mich ernähre, um auch, ich sag mal, 9 Pizzen, ein Döner und einen Burger zu kompensieren und für die nächste Challenge wieder fit und munter zu sein. Jetzt geht es für mich ab ins Loft, ins Apartment, ins Hotel, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf diesem Kanal oder auf Big M oder auf Social Media. Wie gesagt, auch gerne abchecken. Macht's gut, schönen Abend euch noch. Liebe Grüße auf Offenbach. Ciao, ciao.